Ausbildung oder Studium? Mein Weg zur Entscheidung. Ich sitze in meinem Zimmer, vor mir liegt ein Zettel mit 2 Spalten. Links steht Studium, rechts Ausbildung. Beide Spalten sind halb voll oder halb leer, je nachdem, wie man es sieht. Ich bin 18, habe gerade mein Abitur gemacht und plötzlich soll ich wissen, was ich mit meinem Leben anfangen will. Alle stellen dieselbe Frage: Und was machst du jetzt? Ich lächle höflich und sage: Ich bin mir noch nicht sicher. Aber innerlich denke ich habe keine Ahnung. Früher dachte ich, dass ich auf jeden Fall studieren werde. Meine Eltern haben beide studiert, viele Freunde auch. Studium klingt nach Freiheit, nach Studentenleben, nach Cafés, Bibliothek und großen Träumen. Aber dann war ich ein paar Tage bei einem Praktikum in einer Tischlerei. Und plötzlich war da ein anderes Gefühl. Etwas Echtes, Handfestes. Ich habe gesehen, wie aus einem einfachen Stück Holz ein Möbelstück wurde, mit meinen eigenen Händen. Seitdem frage ich mich: Was, wenn mein Weg nicht an die Uni führt? Was, wenn ich lieber etwas Praktisches machen will? Ich rede mit vielen Leuten. Ein Lehrer sagt: Du hast Potenzial für die Uni. Mein Onkel sagt: Mach eine Ausbildung, du kannst später immer noch studieren. Meine beste Freundin will Medizin studieren. Ich beneide sie ein bisschen, nicht um das Studium, sondern um ihre Klarheit. Eines Tages setze ich mich mit meiner Mutter in die Küche. Ich erzähle ihr alles, meine Zweifel, meine Gedanken, meine Angst, den falschen Weg zu wählen. Sie hört mir ruhig zu, trinkt ihren Tee und sagt dann: Es gibt keinen falschen Weg, wenn du ehrlich mit dir selbst bist. Diese Worte bleiben bei mir. Ein paar Wochen später besuche ich eine Berufsschule. Ich spreche mit Auszubildenden, sehe ihre Projekte, spüre ihre Begeisterung. Dann besuche ich eine Uni. Die Vorlesung ist interessant, aber irgendwie weit weg. Ich frage mich: Will ich Theorie oder Praxis? Sitzen oder machen? Heute, ein Jahr später, mache ich eine Ausbildung als Mediengestalter. Ich gestalte, entwerfe, arbeite mit echten Kunden. Es ist manchmal stressig, aber ich weiß, ich bin am richtigen Ort. Manchmal fragen mich Leute immer noch: Warum kein Studium? Ich lächle und sage: Weil ich lieber mache als nur denke. Vielleicht studiere ich später noch, wer weiß. Aber im Moment fühle ich mich frei, zufrieden, angekommen. Und wenn du mich heute fragst, ob Ausbildung oder Studium der bessere Weg ist, sage ich: Es gibt nicht den einen Weg, nur deinen. Meine erste Liebe in der Oberstufe. Es ist der erste Tag der 11. Klasse. Ich sitze im neuen Klassenzimmer, nervös und aufgeregt. Neue Lehrer, neue Mitschüler. Und dann kommt er herein. Er heißt Lukas. Schulterlange Haare, ein ruhiger Blick, ein leises Lächeln. Er setzt sich 2 Reihen vor mich, dreht sich kurz um, unsere Blicke treffen sich. Nur ein Moment, aber einer, den ich nie vergessen werde. Am Anfang sprechen wir kaum miteinander. Nur manchmal in der Pause oder wenn wir in der gleichen Gruppe sind. Aber ich merke schnell, er ist anders. Nicht laut. Nicht auffällig. Eher jemand, der zuhört, der nachdenkt, bevor er etwas sagt. Eines Tages, nach dem Sportunterricht, regnet es stark. Ich habe keinen Schirm dabei und alle laufen los. Nur Lukas bleibt stehen und fragt: Willst du unter meinem Schirm mitgehen? Ich nicke, und wir laufen zusammen. Ein stiller Weg, voller klopfender Herzen. Von da an sehen wir uns öfter. Wir lernen zusammen für Mathe, sitzen manchmal nebeneinander im Unterricht. Ich beginne mich auf die Schule zu freuen. Nur wegen ihm. Und dann, an einem Freitagnachmittag, gehen wir zusammen zum See in der Nähe. Wir sitzen auf einer Bank, reden über Träume, Zukunft, Angst vorm Erwachsenwerden. Und plötzlich nimmt er meine Hand. Nichts Spektakuläres, nur diese kleine, einfache Geste. Aber für mich ist es, als würde die Welt stillstehen.
Wir sind ein Paar für den Rest des Schuljahres. Er schreibt mir kleine Zettel, malt Herzchen in mein Heft. Wartet nach dem Unterricht auf mich. Ich erinnere mich noch genau an seinen Duft, seine Stimme, seine Wärme. Aber wie es manchmal so ist, der Sommer kommt, und mit ihm das Ende. Nach dem Abitur geht er in eine andere Stadt zum Studieren. Wir versprechen, in Kontakt zu bleiben. Aber das Leben geht schnell, und die Nachrichten werden seltener. Irgendwann hören sie ganz auf. Heute denke ich oft an ihn, wenn ich durch unsere alte Schule gehe. Manchmal sehe ich Paare im Park und muss lächeln. Nicht, weil ich traurig bin, sondern weil ich dankbar bin. Lukas war meine erste Liebe. Und auch wenn sie nicht ewig hielt, hat sie Spuren hinterlassen. Sie hat mir gezeigt, wie sich echte Nähe anfühlt. Wie aufregend ein Blick sein kann. Wie viel Kraft ein Händedruck haben kann. Und dass manche Erinnerungen für immer bleiben, auch wenn die Person es nicht tut. Mit 18 allein wohnen, mein erstes eigenes Zuhause. Ich bin 18 und packe gerade meine Koffer. In meinem Zimmer liegen Kartons, Kleidung, Bücher. Meine Mutter steht in der Tür, schaut zu, sagt nichts. Aber ich sehe es in ihren Augen. Ein bisschen Sorge, ein bisschen Stolz. Ich ziehe aus. Raus aus dem Elternhaus, rein ins echte Leben. Oder zumindest der erste Schritt dahin. Eine kleine Wohnung in einer neuen Stadt, 35 Quadratmeter, eine Küche, ein kleines Bad und ein Fenster mit Blick auf den Innenhof. Als ich die Tür zum ersten Mal aufschließe, fühlt es sich komisch an. Alles ist leer, still. Kein Duft von Mamas Essen, kein Lachen meiner Schwester, keine vertrauten Geräusche. Nur ich und das Echo meiner Schritte auf dem Laminatboden. Am ersten Abend sitze ich auf dem Boden, mit einer Tüte Chips und einer Decke. Ich habe noch kein Sofa, keinen Tisch. Aber ich habe Freiheit und plötzlich auch Verantwortung. In den ersten Wochen lerne ich, wie man richtig einkauft. Ich merke, dass Klopapier irgendwann leer ist und dass Nudeln alleine kein Abendessen sind. Ich vergesse, die Waschmaschine anzustellen, lasse das Licht im Bad die ganze Nacht brennen und verliere 3-mal meinen Müllplan. Aber ich lerne. Jeden Tag ein bisschen mehr. Ich richte mein Zimmer ein, finde heraus, wie ich meine Ruhezeiten liebe, wann ich am besten arbeite und welche Musik ich morgens beim Zähneputzen hören will. Ich lade zum ersten Mal Freunde zu mir ein. Wir essen Pizza vom Karton und sitzen auf Kissen auf dem Boden. Und ich merke, es fühlt sich richtig an. Natürlich gibt es auch einsame Momente. Sonntage, an denen niemand anruft. Abende, an denen ich krank bin und selbst Tee kochen muss. Aber auch diese Momente gehören dazu. Sie machen mich stärker, leiser vielleicht, aber klarer. Meine Mutter kommt mich manchmal besuchen. Sie bringt Kuchen mit, schaut sich die Wohnung an, sagt, du hast es schön hier. Und ich sehe wieder diesen Blick, diesmal weniger Sorge, mehr Stolz. Heute, ein Jahr später, sitze ich auf meinem kleinen Balkon. Es ist ruhig, die Sonne geht langsam unter. Ich trinke Tee, höre das Rauschen der Stadt und denke, ich bin angekommen. Nicht nur in der Wohnung, sondern auch ein Stück mehr bei mir selbst. Mein Morgenspaziergang im Park. Es ist 6:30 Uhr. Die Stadt schläft noch, oder fast. Ich ziehe meine Jacke an, schnappe mir meine Kopfhörer, öffne die Tür und trete in den frischen Morgen hinaus. Jeden Tag gehe ich spazieren. Immer zur gleichen Zeit, immer in denselben Park. Er liegt nur 5 Minuten von meiner Wohnung entfernt, aber wenn ich dort bin, fühlt es sich an, als wäre ich in einer anderen Welt. Früher war ich kein Frühaufsteher. Ich habe oft bis zur letzten Minute geschlafen und bin dann gestresst zur Arbeit gerannt. Aber vor einem Jahr hat sich alles geändert. Ich hatte eine schwierige Zeit. Zu viel im Kopf, zu wenig Ruhe im Herzen. Ein Arzt hat mir geraten, gehen Sie morgens spazieren. Allein. Ohne Ziel. Ich habe es ausprobiert und bin geblieben. Der Park ist morgens ein besonderer Ort. Die Wege sind noch leer, die Bäume rauschen leise im Wind.
Und manchmal sieht man den Nebel zwischen den Wiesen hängen. Die Vögel zwitschern, als würden sie nur für mich singen. Manchmal höre ich Musik. Manchmal gehe ich einfach still und lasse die Gedanken kommen. Manche sind laut, Sorgen, Pläne, Erinnerungen. Andere sind ganz leise, wie kleine Stimmen, die sagen, alles wird gut. Ich sehe oft die gleichen Menschen. Den alten Mann mit dem Hut, der immer seine Zeitung mitbringt. Die Frau mit dem braunen Hund, der jedes Mal kurz stehen bleibt und mich anschaut. Als wolle er Guten Morgen sagen. Wir nicken uns zu, lächeln und gehen weiter. Es gibt auch besondere Tage. Einmal bin ich mitten in ein Konzert von Amseln geraten, so laut und klar, dass ich stehen bleiben musste. Ein anderes Mal habe ich einen Fuchs gesehen, der schnell über den Weg lief. Solche Momente machen den Morgen magisch. Nach etwa 40 Minuten gehe ich zurück. Die Sonne ist inzwischen aufgegangen, die Straßen füllen sich, die Stadt erwacht. Aber ich bin schon da, wach, ruhig, bereit. Der Spaziergang hat mich verändert. Ich bin geduldiger geworden. Achtsamer. Ich nehme Dinge anders wahr, nicht nur die großen, auch die kleinen. Ein Sonnenstrahl auf dem Weg, das Lächeln eines Fremden, das Rascheln der Blätter. Viele Menschen suchen Frieden in der Ferne, in Urlauben, in Bergen, am Meer. Ich habe ihn jeden Morgen, gleich um die Ecke, auf dem Weg durch den Park. Und auch heute, während ich schreibe, weiß ich schon, morgen früh werde ich wieder dort sein. Denn manchmal braucht es nicht viel, um sich lebendig zu fühlen. Nur einen Weg, 2 Füße und ein bisschen Zeit. Mein erstes Haustier. Und was es mir beigebracht hat. Als Kind habe ich mir immer ein Haustier gewünscht. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, nach Hause zu kommen und von einem kleinen Wesen begrüßt zu werden, das sich freut, mich zu sehen. Meine Eltern waren lange dagegen. Zu viel Verantwortung, sagten sie. Aber ich habe nicht aufgegeben. An meinem 10. Geburtstag ist es dann passiert. Ich komme von der Schule nach Hause, öffne die Tür und höre plötzlich ein leises Miauen. Ich schaue in die Küche, und da sitzt er, ein kleines, schwarzes Kätzchen mit weißen Pfoten. Er sieht mich an, neugierig, aber nicht ängstlich. Meine Mutter lächelt. Herzlichen Glückwunsch, sagt sie. Er gehört jetzt dir. Ich kann es kaum glauben. Ich knie mich hin, strecke die Hand aus. Und er kommt direkt zu mir. Ich nenne ihn Milo. Von diesem Tag an sind wir unzertrennlich. Milo schläft auf meinem Bett, sitzt neben mir. Wenn ich Hausaufgaben mache, und läuft mir durch die Wohnung hinterher, als wäre ich seine Mutter. Er hat schnell gelernt, wo sein Futter steht, wie man mit einem Ball spielt, und sogar, wie man an der Tür kratzt, wenn er raus will. Natürlich war nicht alles immer einfach. Einmal hat er meine Lieblingsjacke zerkratzt. Ein anderes Mal hat er mitten in der Nacht angefangen, laut zu miauen, weil er seinen Spielball unter das Sofa geschoben hat. Aber ich war nie wirklich böse. Denn Milo war mehr als nur ein Haustier. Er war mein Freund. Ich erinnere mich an einen Abend im Winter. Draußen schneit es, ich sitze mit einer Decke auf dem Sofa und lese ein Buch. Milo springt hoch, rollt sich auf meinem Schoß zusammen und schnurrt so laut, dass ich das Ticken der Uhr nicht mehr höre. In diesem Moment habe ich zum ersten Mal gespürt, was es bedeutet, sich wirklich geborgen zu fühlen. Milo hat mir viel beigebracht. Er hat mir gezeigt, wie wichtig Geduld ist. Wie es sich anfühlt, für ein anderes Lebewesen verantwortlich zu sein. Und dass Liebe manchmal ganz leise daherkommt. In Form von kleinen Pfoten, die nachts über mein Kissen laufen. Er war 10 Jahre bei mir. Die Zeit ist vergangen, viel hat sich verändert. Ich bin umgezogen, bin älter geworden. Aber Milo war immer da. Eines Morgens. Ich war schon erwachsen, wacht er nicht mehr auf. Ich sitze lange neben ihm. Weine. Und doch bin ich dankbar. Für jeden Moment, den ich mit ihm hatte. Heute. Wenn ich andere mit ihren Haustieren sehe, denke ich oft an Milo.
Manchmal lächle ich einfach vor mich hin. Denn ich weiß, mein erstes Haustier hat mir mehr gegeben, als ich jemals erwartet hätte.